Beim informellen EU-Außenministerrat, der Ende August in Wien stattfinden wird, wird es auch um die transatlantischen Beziehungen gehen. Angesichts der Politik von US-Präsident Donald Trump warnt Außenministerin Karin Kneißl vor einer Rechtsunsicherheit. Die USA haben grundsätzlich schon immer ein Interesse an Verträgen und Einhalten und so weiter gehabt, gerade wenn es also jetzt auch um Handelsfragen geht, ja? Und haben immer wieder auf die Norm hingewiesen, ja, wenn bestimmte Dinge nicht so funktionierten. Aber Völkerrecht ist natürlich jetzt wieder eine andere Qualität. Ich weiß, dass das manche nicht als echte Rechtsdisziplin auch sehen. Aber wenn wir uns da nicht an die Vereinbarungen halten, die wir geschaffen haben, ob jetzt ein Iran-Abkommen, ob eine WTO, ob bestimmte andere Regeln des Miteinanderumgehens, dann steigt die Unsicherheit. Und ich glaube, der Name, wenn Sie unsere Zeit beschreiben wollen, dann ist es Unsicherheit. Ja. Angesprochen auf konkrete Schritte zur Lösung des Konflikts um den Iran, erklärt die Außenministerin: Es gibt verschiedenste Bemühungen im Hintergrund, dass es hier zu um sozusagen zu vermeiden, dass es zur Totalkonfrontation kommt. Die laufen. Ich kann Ihnen jetzt, als wir Rouhani und seine große Ministerdelegation, unter anderem auch Außenminister Zarif, da hatten am 4. und 5. Juli, ich habe schon gespürt, dass die Iraner ein ganz klares Interesse daran haben, in diesem Vertrag ist es nicht wirklich, also in diesem Abkommen, dieser Vereinbarung drinnen zu bleiben. Es ist eine Abrüstungsvereinbarung, an die sie sich laut Atombehörde auch halten. Tatsache sei aber, so Kneißl, dass dort, wo westliche Konzerne aussteigen, China einrücke. Die Sekundärsanktionen, der Druck, der auf europäische Unternehmen gemacht wird, stärkt chinesische Konzerne. Ja? Also das ist auch ein Faktum. Inwieweit da noch ein Umdenken, ein Neudenken erfolgen kann, ich weiß es nicht. Ich versuche mich auf meiner kleinen Ebene zu bemühen. Also wie gesagt, die Iraner, die da waren, haben uns schon sehr klar kundgetan, wir wollen drinnen bleiben, aber wir brauchen auch irgendetwas, das sich wirtschaftlich materialisiert. Ja? Weil Rouhani wurde im Frühling ja auch nur wieder gewählt, ja? Mit der Hoffnung der Menschen. Jetzt kommen aber die Aufträge. Ja? Und die Proteste sind wirtschaftliche Proteste. Aber nicht nur im Iran, auch in Südosteuropa füllt China nach Ansicht von Kneißl das Vakuum. Man sollte auch auf europäischer Seite aufmerksam sein, inwieweit die Volksrepublik China hier nicht nur als Investor, sondern auch als politischer Akteur immer stärker tätig wird. Und wir wissen, dass das in Subsahara-Afrika der Fall ist. China als Handelspartner, China als Steller der wesentlichen UNO-Blauhelme, China als Ölförderer etc. Zum Außenministertreffen ist auch Kneißls türkischer Amtskollege Çavuşoğlu eingeladen. Wobei natürlich ganz klar ist, wie unsere Haltung zu dem eben Nichtbeitritt der Türkei anbelangt. Das ändert nichts, aber Gümnich, dieser informellen Außenministertreffen, sind Treffen, das, was zumindest informell an der ganzen Sache bleibt. Es werden keine Beschlüsse gefasst. Ja. Also es soll wirklich dem Austausch dienen, es soll Debatte erzeugen. Ich hoffe, dass das auch wirklich möglich ist. Das ist mein großer Wunsch, weil vermisse ich die Debatte in vielen Räten. Ja? Also dass man wirklich viel stärker aufeinander reagiert, miteinander etwas bespricht und ich werde das Mögliche dazu beitragen. Zum Lob Çavuşoğlu's, er hatte Kneißl als Freundin der Türkei bezeichnet und Bundeskanzler Kurz scharf kritisiert, meint die Außenministerin. Die Türkei-Politik ist ganz klar basierend auf dem Regierungsübereinkommen und das habe ich auch in allen meinen Gesprächen mit Außenminister Çavuşoğlu kundgetan. Aus österreichischer Sicht ist die Türkei kein EU-Beitrittswerber und eben wir haben kein Interesse an diesen Verhandlungen. Das weiß die türkische Regierung, das weiß Çavuşoğlu, das war auch ganz klar, das auch in unserer Pressekonferenz Ende Jänner, als ich ihn in Istanbul besuchte, hat er das auch damals in der Pressekonferenz ganz klar kundgetan. Er hat gesagt, er kennt die österreichische Position. Was er sich wünscht, war damals auch seine Aussage in dieser Pressekonferenz, das möge nicht ständig wiederholt werden von österreichischer Seite. Also
worauf es von Anfang an von Seiten des Außenministeriums und damit auch der gesamten österreichischen Bundesregierung ausgeht, ist ein pragmatisches Verhältnis bilateral zu pflegen. Und wir hatten 2 Jahre lang eher ein Übereinanderreden als ein Miteinanderreden. Und ich hatte eben von Anbeginn den Zugang, wir haben eine ganze Reihe von problematischen Themen und wir haben eine Reihe von Themen, wo wir kooperieren können. Also wir haben beispielsweise angeboten ein österreichisch-türkisches Kulturjahr. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr gestartet. Da besteht großes Interesse daran. Möglichkeiten der Kooperation. Wir haben die archäologischen Ausgrabungen. Die Themen, wo wir Probleme haben, das ist, da brauchen wir einfach auch einen Beamtenaustausch. Das sind konsularische Fragen. Das ist Austausch zu bestimmten Sicherheitsthemen. Das ist aber auch die Frage Imamausbildung, ja, Finanzierung von Moscheen, Finanzierung von türkisch-muslimischen Gemeinden. Und zu all dem haben wir auch einen Gedankenaustausch angefangen und sind unsere Beamten in Kontakt. Das heißt, man kann nicht nur sich wechselseitig etwas medial ausrichten. Mein Zugang ist zu allen Themen, und da ist die Türkei eines von vielen, einfach miteinander zu reden.